Hallo zusammen, ich bin der Simon. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Da möchte ich gleich eine kleine Umfrage starten. Wer von euch ist denn heute mit dem Auto da? Ja, das sind doch einige. Und da möchte ich gleich noch eine Frage hinterher stellen. Science Slam 2050, werdet ihr auch alle einfach so mit dem Auto kommen können? Wahrscheinlich nicht so einfach, denn das Benzin geht aus. Wir müssen uns irgendwelche Alternativen zum Benzin überlegen und die Wissenschaft arbeitet auch schon fieberhaft daran. Es gibt viele verschiedene Alternativen, aber die, für die ich mich entschieden habe, das ist der Wasserstoff. Wasserstoff ist prinzipiell sehr ähnlich wie Benzin, weil wenn man Wasserstoff anzündet oder Benzin, dann gibt es einen Knall, es wird Energie frei und mit dieser Energie kann man einen Zylinder betreiben oder viele andere Dinge. Der große Vorteil vom Wasserstoff gegenüber Benzin ist natürlich, wenn man Wasserstoff anzündet, dann entsteht dabei Wasser, sauberes Wasser. Bei Benzin gibt es Abgase. Der Trick, um Wasserstoff aber herzustellen, ist, dass man die Energie verpackt in Wasser, um den Wasserstoff zu erhalten. Es ist quasi eine Energiebatterie, die man später eben die Energie wieder freisetzen kann. Jetzt ist es so, das ist ein Problem, das ist prinzipiell bereits gelöst von der Industrie. Die Industrie nimmt nämlich einfach nur ein Elektron aus der Stromleitung, gibt das Ganze in das Wasser hinein und es entsteht Wasserstoffgas. Ganz einfach. Nun, das Problem ist natürlich, dass der Strom nicht aus der Stromleitung kommt. Der Strom kommt aus einem Atomkraftwerk und das macht Abfall. Und diesen Abfall zu vermeiden, das wollen wir natürlich auf jeden Fall. Nun, dafür gibt es zum Glück eine Energiequelle, die immer da ist und das wäre fantastisch, wenn wir die verpacken können, die Sonne. Wenn wir es schaffen, Sonnenenergie in Wasser zu verpacken, in Wasserstoff, dann haben wir gewonnen. Und auch dafür haben wir zum Glück ein Vorbild aus der Natur, das Blatt. Dafür habe ich eines mitgebracht und das können wir uns jetzt mal anschauen, wie das Blatt das macht. Das Blatt gewinnt das Elektron aus Wasser mit dem Abfallprodukt Sauerstoff, was uns natürlich sehr freut. Und dann muss die Pflanze die Sonnenenergie, das Licht, verpacken. Das Problem ist nämlich, das Elektron ist sehr widerspenstig. Es ist sehr widerspenstig und es muss auf diesen Energieberg hier nach oben. Denn das Wasser ist nicht einfach nur hier unten, das Wasser hängt quasi ganz hier oben und das Licht muss es nach oben tragen. Und dafür hat die Pflanze den Pflanzenfarbstoff, den grünen Farbstoff, der die Blätter grün macht. Und mit Hilfe dessen kann es quasi das Elektron nach oben transportieren. Aber dann ist es immer noch nicht hoch genug, dass es beim Wasser ankommt. Es geht über eine Transportkette nach unten zu einem zweiten Farbstoff und dann kann es noch einmal mit Licht nach oben transportiert werden und dann ist es auf dem Berggipfel. Und auf dem Berggipfel steht ein Enzym, eine Blattfabrik, und die sorgt dafür, dass es ins Wasser hineinkommt und im Wasser wird es dann verpackt zu einer Energieform, die die Pflanze danach benutzen kann. Das Problem, das ich dabei habe, ich mag kein Red Bull und deswegen kann ich damit nichts anfangen. Aber zum Glück habe ich dafür meine große Liebe, die Wissenschaft. Bitte. Und die Wissenschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten es geschafft, dieses System, das deutlich zu kompliziert ist, für uns zu vereinfachen. Zunächst brauchen wir kein Enzym, weil wir brauchen kein Red Bull, wir wollen Wasserstoff haben. Wir machen das ganze System hier weg und ersetzen es durch einen einfachen Kobaltkomplex. Kobalt ist ein sehr billiges Material und auch nicht giftig. Wir können den zweiten Farbstoff ebenfalls durch einen künstlichen Farbstoff ersetzen, das Eosin, das ist ebenfalls sehr billig und nicht giftig, hat die gleiche Farbe wie mein Hemd in etwa. Und so brauchen wir noch nicht einmal die Transportkette, weil das Elektron direkt davon nach oben gehen kann. Das Elektron selber gewinnen wir allerdings, leider, aus einer teuren und giftigen Substanz, nicht aus dem Wasser. Das wäre schön, aber das geht leider nicht. Soweit ist die Wissenschaft noch nicht. Was wir dann eben machen können, ist das Elektron wieder mit Hilfe des Lichtes nach oben zu transportieren und da landen zu lassen. Und es kommt wieder Wasserstoff dabei raus. Das ist der Stand der Wissenschaft, wie er war,
als ich angefangen habe zu forschen. Und ich habe dann einen anderen Farbstoff benutzt, nichts besonders Neues, den habe ich jetzt nicht irgendwie selbst entwickelt. Was ich aber dabei festgestellt habe, und das ist das wirklich Interessante daran, ist, dass ich den Komplex überhaupt nicht mehr brauche. Er macht komplett alleine Wasserstoff. Das braucht er zwar immer noch, dachte ich ursprünglich, aber dann kam die große Entdeckung, wir können das hier ebenfalls weglassen und können stattdessen eine Substanz nehmen, die eigentlich Abfall ist und danach umgesetzt wird zu einem vollkommen harmlosen Salz. Also können wir wieder das Licht nehmen, mit dem Elektron hieraus gewinnen, nach oben befördern, ins Wasser verpacken und was wir dann bekommen, ist leider, und das ist das große Problem dabei, nur sehr wenig Wasserstoff. Aber gefreut hat es sich natürlich trotzdem. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.